Guten Morgen und willkommen an die Online-Andacht von des Morgens. Wir freuen uns, dass Sie können teilnehmen daran. Wir würden gerne gleichen, dass wir können bei der Kirche sein, dass wir können die Gemeinschaft haben. Gott tut diese anbeten, aber das schaffen des Morgens nicht. Aber wir können am Donnerstag Vater anbeten, wenn wir in verschiedenen Städten sind in unserer eigenen Heimat. Ich will von dir ein klein bisschen Dinge understellen. Ich will Ihnen bloß sagen, was wir tun wollen. Dann werden wir ein Lied spielen. Und dann nur das Lied, dann werde ich noch eine Bekanntmachung geben. Und dann, wenn wir die Bekanntmachung geschrieben haben, werde ich noch einen Titel anleiten im Gebet und ein Bild von Gottes Wort lesen. Und dann, wollen wir noch ein Lied haben, und dann wird Henrik André mit der Botschaft von des Morgens. So, bloß hast dich noch einmal abgeführt. Wir waren in Lied, Bekanntmachung, und danach die Gebetszeit, und Wort lesen, und dann gehen wir wieder mit. Och sätt in grav nå dem rifatem beden Liren leva Gott sin gödabar Joen wer soll draun Det smake grön och gott Vis mich den Wald O Sestan kom noch med Kom noch med Kom noch med O Sestan kom noch med Rot nå dem rifatem Säkking dropp och det blir vattenbeden Blir en del av Gott sin gödabar Jord mer så dröm Det smakar grön och gott Vis mig din vagn Åh bröder kom nog med Kom nog med Kom nog med Åh bröder kom nog med Gott och det blir vattenbeden Och säkring kropp når det blir vattenbeden Blir en leva Gott sin gödabar Jorden mer såldre och det smakar grön och gott Vis mig den vagn Åh fåra kom nog med Kom nog med Kom nog med Åh fåra kom nog med Kropp når det blir vattenbeden Och säkring kropp når det blir vattenbeden Blir en leva Gott sin gödabar Jorden mer såldre och det smakar grön och gott Vis mig din vagn Åh mundra kom nog med Kom nog med Kom nog med Åh mundra kom nog med Kropp når det blir vattenbeden Och säkring kropp når det blir vattenbeden Blir en leva Gott sin gödabar Jorden mer såldre och det smakar grön och gott Vis mig din vagn Åh söndag kom nog med Kom nog med Kom nog med Åh söndag kom nog med Kropp når det blir vattenbeden Åh söndag kom nog med Kom nog med Kom nog med Åh söndag kom nog med Kropp når det blir Für unsere Bekanntmachung würde ich bloß werden sein, wir freuen uns mit Corny und der Mann Freismet, der hat ihr Baby heute das letzte Weg. Und ich weiß, wir haben ihn nicht von besegnen, und wir haben wahrscheinlich auch nicht alle können von besegnen, aber wenn diese Krankheit ist alle ewig weit aus, vielleicht können wir dann uns sich vorhin in besegnen. Aber inzwischen können wir uns mit ihren Tag mit freuen, weil ich in größten Schrecken und so wieder das schaffe ich von der Tag so gut über WhatsApp, über Facebook und so eine Sachen ist dort, so bitte nehmt die Gelegenheit vor. Die Dinge, was wir gewöhnlich in der Kirche tun, Werk ut, die wo wir nu bloß so bekommen, wenn wir schon weiten, wann die passieren werden. Zum Beispiel für dieses Werk haben wir nicht geplant, weil wir weiten nicht, dass der Frau erlaubt sein, dass wir irgendwo Tipp treffen können. Wir hoffen, dass wir alle zum Einkommen. Bibelstellen, wenn wir schon weiten, was wir tun wollen, dann wollen wir das dann bekannt geben. Aber für New York haben wir nicht Bibelstellen festgestellt, aber wir hoffen, dass wir Freitag das tun können. Aber da wollen wir dann an unsere Gruppe, an der Bibelstellengruppe weiterlassen.
Wir würden hören, dass wenn wir wenig der können, Wortmenschen wieder kriegen, dass wir können Livestream und sind das Marius. Diese Werke eng schafft es nicht, aber nächste Werke eng hoffen wir das schaffen, weil wir sein wird das und wenn es eine Möglichkeit ist, dann wollen wir das versuchen zu tun, dass wir dort am wenigsten kennen, dass die Wortmenschen kennen, dann wieder kriegen, wenn das diese Werke nicht schaffen wird. Eines Leid, was ihr bekommen als eines, wir wollen von der ersten Papierkiste uthängen, dass wir können anfangen zu denken und wählen, von wem wir wollen haben als Diakon und Hilfsprediger. Naja, met das ist nu alle dat, dann schafft es nicht, dann können wir nicht zu sein, und dann ist es etwas anderes, als was wir gewünscht haben. Und so, wann wird passieren, weit wir noch nicht näher. Aber so schön als möglich, weil wir das tun. Aber am Zwischenzeit würde ich Ihnen sehr Mutter sprechen, bleibt anhaltend im Gebet, bet für die Person, die Gott Reid merken hat. Ich glaube ganz sicher, er hat Menschen Reid für diesen Platz, für diese Arbeit, und die Menschen fehlt, dass die von Gott hören, und so macht je für ihn beten, dass Gott hier reden wird und dass er würden hören. Und wieder, weil ich nu noch mehr als zu beten, aber eigentlich da, weil ich in Aufschnitt lesen, wo die Botschaft von der Vermehrung wird von sein, und das von Jona Kapitel 1. Wenn du die in der Bibel mit hast, reit hast, dann kannst du Hand rein, das Jona Kapitel 1, und wenn du die nicht reit hast, ich werde hier so am Screen nachdachten hier so, da wird du so oft zu lesen sein. Aber einmal hast du das Jona Kapitel 1, die ersten 3 Vers, das heißt es dort. Du käme mal ein Tag, wo der Herr zu Jona am Mithea sehen red. Der Herr sagt, merkt die Reid in Gunnar der große Stadt Nineveh, und warn die Lied, dass sie waren gerecht worden. Die sind durch sehr schlecht, und ich werde nicht lang dulden. Aber Jona stand ab und meint, dass er wird vom Herrn wegrennen in Tarsis reisen. Er ging nach Jaffa, funk ein Schab, dort nach Tarsis seelen wohl. Er betul sein Antrittsgeld, ging ab das Schab, und fuhr auf nach Tarsis. So will er vom Herrn wegkommen. Naja, ich will uns nu noch leiden in der Zeit von Gebet, und dann wollen wir übergehen nur noch ein Leid und nach der Botschaft von der Samarias. So, wenn du kannst, dann erst die Kopf nehmen, und dann wollen wir noch beten. Himmlische Vater, danke schön, dass du mit uns bist, danke schön für deine Gnade, danke schön, dass du Gott bist, was du alles weißt. Sogar die Umstände, wo wir von dir sind, du bist mit alles bekannt, die ist nicht überrascht, du weißt, wo das steht. So, Vater, von der Samarias, dann beten wir besonders für die Regierung, dass du an musst leiden, dass die würden sich knien für dich, Herr Gott. Dass die würden anerkennen, dass die fehlt an dir, dass die beneidigt sind dich. Und dass die würden sich hart heimgeben, der was die noch nicht kennen, Herr Gott, dass die würden lernen. Und dass die würden gottesfreie Menschen werden, und dass die würden Gottes Ehe das Land wieder leiden. Ich bete für die, was in der Medicine, in der Medizinwelt wohnen und leben, in die Doktors, die Nursen und so weiter, was die arbeiten mit diesem ganzen Virus, was hier rumgeht, mit dem Coronavirus. Herr Gott, dass die möchten mit Weisheit und Verständnis arbeiten, zum Weiten, was die viel zu tun, und dass die können ab Sinnweich bearbeitet werden, dass die können geschlecht werden in neuen Karten. Und Vater, ich bete für all die Menschen, die behindert sind von diesem Virus. Einige Menschen sind krank geworden, einige Menschen, die sind schwer im Kopf, die haben Angst, das ist Furcht. Und für einige Menschen ist es in ihre Pfeil, dass sie sich nicht treffen, weil sie nicht roten mit. Und für einige Menschen ist es in der Fupp, dass das Geld, was alle an der nicht tut, die behindert ihre Arbeit. Und so, ich bete, Herr Gott, für Heilung, für all diese Umstände. Vater, dass wir uns in alle Hinsichten wollen ab die verloten und weiten, dass du bist Gott, du weißt, was unsere Nöte sind, und wir können uns dort verloten, dass du sorgen wirst für uns alle. Und ich bete für MJC, für uns als Kirchfamilie, Herr Gott, dass wir würden diese Gelegenheit nehmen, um herumkicken und sagen, was wirst du haben, was wir sagen, wo können wir in Licht sein zu unserer Umgebung, wo können wir in Licht sein zu Menschen um uns, einfach das Evangelium stellen, dass sie können nur tragen in die. Und Vater, wir haben geredet von, wie wir die können in Hilfsprediger wählen. Und Vater, ich glaube ganz rein, dass du hast Menschen rein an der Versammlung, was viel an Arbeit zu stellen, was viel zu kriegen für das. Und Herr Gott, ich bete, dass du die Person musst heute rein merken, dass die einfach würden geloten sein und die würden vorwärts kicken, um diese Arbeit zu tun. Das sind deine Jünger, deine, und die werden die treu sein in ihr Dienst zu dir, in ihr Leben. So musst du an Reid merken, musst du an das Kirch Reid merken, auch zu man annehmen. Und Vater, ich preise dich und lobe dich, dass du bist der Gott von Gnade, du bist der Gott von Heilung, du bist der Gott von Erbarmen. Und Vater, wir weiten bloß, dass du hast die Macht über alles, was dir fehlt. Und wir kennen uns auf dich verloren. So wir danken dir und preisen dich dafür, Herr Gott. Und Vater, nu beten wir auch wieder für die Botschaft von der Samarias von
Henry wird die Botschaft widerstellen. Ich bete, Herr Gott, dass du an mich salben, dass er wird geloten sein, beproefd sein. En dat hij zich wordt gaan op die verloten en alles wat hij deed, zum dien wordt verstellen, zoals du dat te zijn hart gereed hast. So voordat we danken en prijzen dir in Jezus zijn namen. Amen. Die Welt wir verloren, denn die Strömen sind dort Licht für die Welt des Jesus. Aus Sonnenschein auf Meer, seine herrliche Tag, dort Licht für die Welt des Jesus. Komm nur dort Licht, dort Tag hier für die, wunderschön Licht, dort Tag auf mich, dir schwierig blöd, wenn du korrekt sein, dort Licht für die Welt des Jesus. Schön die Straße hab wie wenn Jesus dann blüht, dort Licht für die Welt des Jesus. Wir sind denn dort Licht, wann wir gehen mit ihm, dort Licht für die Welt des Jesus. Komm nur dort Licht, dort Tag hier für die, wunderschön Licht, dort Tag auf mich. Ihr schwierig blind, in die korrekt sein, dort Licht für die Welt des Jesus. Die Menschen im Diensten mit sinnblinde Jung, dort Licht für die Welt des Jesus. Gott wurschen, heiröpjen, dort Licht wird dann schien, dort Licht für die Welt des Jesus. Komm nur dort Licht, dort Tag hier für die, wunderschön Licht, dort Tag auf mich, dir schwierig blind, in die korrekt sein, dort Licht für die Welt des Jesus. Schön Sonnenschein am Himmel, es neudig sieht heu, dort Licht für die Welt des Jesus. Dort Lomes, dort Licht in die goldene Stadt, dort Licht für die Welt des Jesus. Komm nur dort Licht, dort tagt hier für die, wunderschön Licht, dort tagt auf mich, hier schwierig blind, in die korrekt sein, dort Licht für die Welt des Jesus, dort Licht für die Welt des Jesus. Goedemorgen, MGC. Ich freue mich, wenn jeder einer, wer da ab die wo wir sein angeschaut hat und wer da kicken dat. Ich grüße ihn in den Namen von unserem Herrn Jesus Christus und ich wünsche ihn den seinen Frieden mit uns alle und mit jedem alle, was kicken down. Und wenn der Sinne sein, wird nicht gewöhnlich in die Kirche kommen und kicken down. Ich wünsche ihn Gott seinen Segen und seine Nähe. Ja, hier sind wir 2020. Ganz anders, dass wir uns das ewig geteilt haben, dass wir uns das festgestellt haben, nicht? Wir haben ein ganz anderes Leben angefangen, falls ich mich so. Und wenn wir ramans kicken da, und das ist alle wen ein bisschen so, nicht? Uns Leben hat sich geändert. Wie wir in gewarnt, wenn wir uns das Jahr dann für wir in die Kirche fahren, für die meisten von uns wird ons ganze Leben lang, wie wenn uns Janker in die Kirche fahren und für wir in die Kirche wären, dort wieder available, wenn wir uns nicht Janker dann deit, wenn nicht. Für die meisten von uns
wir kommen taub aus großen Gruppen, Leute sagen, bei Potluck, kommen bei Familie, taub kommen ist, oder was immer das ist, mit Freunden. Das sind Dinge, die wir in Frühjahr wollen, haben geholfen, aber nicht und so können tun, dass uns das danken, dass wir traveln, wir können fahren, wo immer wir wollen. Aber nicht auf einmal nicht sagen wir hier mit dem Covid-19, dem Coronavirus, wird unser Leben changen, nicht? So wir als Leiterschaft von der Mennonite Gospel Church hier in Vauxhall, wir haben entschlossen, dass wir wollen die Provinz regeln, was sie hat über das, die unsere Staaten damit, und dass wir nicht wieder die Krankheit wieder drehen dann, leider dort wieder den Land hauen und den nicht verbreiten. Das wollen wir dort tun. Aber ich freue mich, dass wir da in der Stadt, da wir Gott sein Wort predigen. Dinge changen, das ich schon sagen werde, aber wir können danach Gott sein Wort predigen und wir können im Yes taub sein und im Yes taub loben und preisen, wo immer wir sind. Aber danach, mir fällt das an Menschen und ich glaube, uns das alle nicht. Aber hoffentlich hast du bald Eva. Aber das ist nicht, wo meine Botschaft von der Wort von sein. Meine Botschaft ist von der, und wo es Gott, wann wir handeln. Pastor Henry hat ihre Botschaften gehört von, wo es Gott wann, und hat verschiedene Toppings, was er hat. Und es liegt mir an Hort, lebe mir dort an Hort, dass ich soll reden von, wo es Gott, wann wir von am Weih handeln. Und denken an die Diakon wohl, und die Prediger wohl, die Hilfsprediger wohl, was wir planen zu haben. Diese Covid-19 oder die Restrictions spielen die auch ein bisschen miteinander, und dort dann denke ich an, ran wie war ich von den Dingen, wo Gott will haben und wie sollen tun. Von den Arbeiten, was er für uns Leute hat, also erst dann in die Account-Position dein, in die Hilfsprediger, die Position dein, raus dort aus, oder Dinge in die Kirche, oder nicht bloß in die Kirche, wo aber Gott will haben, wo wir sollen dein, wo wir sollen vor allem gut schaffen. Und dort war wir ein bisschen kicken nur Jona. Jona war ein Prophet von den Hebräer. Und Gott hat eine besondere Abgabe vor allem zum Gun de Nineveh gun und die Lied, da wird Gottes bringen, die das Evangelium bringen, die sein, wenn sie nicht repentieren würden, da wird Gott dort verdorben. Und so da wir ein bitte gewöhnlich denkt, da wir ein denkt, was nicht gewöhnlich, was die Propheten würden da, und die meisten Propheten, die würden zu dem Volk Israel reden, und die sein, was Gott zu sein hat. Aber mit das würde ich gleich nur ans Leben als die kicken, da wir würden ans als besein, der ans als bekicken, haben wir Rand von Gott, oder ran wie nie gut von Gott, für ein Denk, was er will haben, und wir sollen tun, und wir ran der Weich von. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir eine kicken tun. Nu, dort will ich uns noch einmal die Jona, Kapitel 1, Vers 1 durch 3 lesen. Sagt, du käm einmal ein Tag, wo der Herr zu Jona Amitai sein Sehen red. Und der Herr sagt, merkt die Reit in Go nu die große Stadt Nineveh, und warn die Lied, dort sie worden gerecht worden. Die sind du sehr schlecht, und ich war dort nicht lang dulden. So eine besondere Abgabe, was Jona hat hier gekriegt und was er so gut in der Botschaft wieder dran. Gott sagt, seine Geduld ist mehr Eva mit den Menschen durch in Nineveh. Aber Jona stand ab und meint, er würde von Herrn wegrennen, nur Tarsis reisen. Er ging nur Jeffo und fand ein Schiff, das zu Tarsis segeln will. Er betult sein Eintrittsgeld ab das Schiff und fuhr auf nach Tarsis. So will er vom Herrn wegrennen. Ich war jetzt hier ein klein bisschen ein Bild. Ich habe hier ein Bild geprint. Und das ist, wo Jona nu Joppe gegangen ist. Und das ist, wo er hin will. Das ist Tarsis in Spanien. Dort ist, wo er hin will. Und das ist, wo Gott am will hin. In Nineveh. Da wird bei Assyria. Er will ungefähr 2500 Mil wegrennen von da, wo Gott am hat will hin, wo Gott will hin, wo er soll hingehen.
Nu, wer wären die Ninevites? Wohin will Jona nicht zu ihrem Predigen gehen? Ich wollte hier kort ein bisschen explain. Die Ninevites wird in Assyrien, da wird ein Empire in sehr starkes Volk, da wird groß, in sehr kraftvoll geworden. In Nineveh wird du eine Mad. En da wir du ganz bad am eng bad de Chaldeans du keim en dat du 2 mehr an dein. Dat sag ich Nineveh wir ab Messiah schmacke steht. Da wir du bei den Tigris Rifa und ein sehr fruchtbares Land. Und von der die verdorvene Stadt, der liegt durch nach Hammer du dich bei der City of Mosul. Nineveh wird auch sehr famous, die wird sehr popular für die Gottes, was sie da anbeten deuten. Irgendwie der englische Wort für das als der fertile Goddess, der fruchtbare, was der fruchtbar merken deut. Und das sagt du in Jona Kapitel 3, Vers 3 und auch 4, Vers 11, du sagst, wie groß die Stadt wird. Da werden ungefähr 120.000 Menschen. Und die Stadt wird ungefähr 60 Meilen lang. Und die Stadt von Nineveh, die in 1. Mose Kapitel 10, Vers 11, du redet von Nimrod, der wo den Tower of Babel mal bauen will, der hat diese Stadt gebaut. Und das ist kort im Bild, wer die Ninevites wären. Nu her, dann der Prophet Nahum, der das verübt sei, nach der Stadt, der wird verdorben worden. Und das wird in 612 vor Christus. Dann wird die Stadt ganz vernichtet. Aber wegen der Zeit von Jona, du predigen, dort wird der 760 bis 725 du twarschen irgendwo. So ein bisschen über 100 Jahre Luther, dann wird die Stadt vernichtet. Und wir wollen nicht dünner angehen, wir wollen uns nu ein bisschen dünner anlassen, die Botschaft wird Jona soll daheim bringen, und dann die klein bisschen gucken, was die Results von dort wären. Die Hebräer in der Volk von Nineveh, die wären Enemies, die wären nicht Freunde, die wären Feind einer zu den anderen. Und es sei möglich, dass die Hebräer, wo Jona von kommt, dass sie glauben, dass sie wären ein besseres Volk, als was die Nineveh-Menschen wären. Und nun sagt Gott, dass Jona soll in das Volk gehen und die gute Nachricht bringen und die Botschaft bringen. Und wenn wir wieder lesen, dann, du sei wie dort, wenn Jona ich hab mit Schapen abgestoppt wird und dort fängt an weich zu seilen, nu Tarsus, dann auf einmal kommt du ein großer Wind. Und das ist grausliche Arü am Wutter. Wollen uns die Versen lesen. Vers 4 sagt, in uns ein Wutter werden, schickt der Herr einen starken Wind ab das Meer, ein großer Sturm kam an, so dass sie dachten, dass er Schab können zwei brechen. So antwort Angst. Sie dachten, er Schab wird zwei brechen. Vers 5 sagt, sie Männer ängsten sich, und sie beten alle ihre Jata um Help. Sie schmeiten die Fracht, die sie führen, im Meer, dort es leichter für das Schab wir. Jona wir aufgegangen im Schab und hat sich dudelig in wir Fuß angeschlupen. So Jona ran nach Hammer. Jona verstärkt sich, nie wieder in ihrem Schab, und du wieder Fuß angeschlupen. Aber was mir wird voll ist, sagte diese Männer ängsten sich und sie beten alle zu ihrer Jata um Help. Wenn wir in klein bisschen trägen dann, die Botschaft von Pastor Henry Fesen nach und wo er von redet von der, wo Elisa, der Baalspriester, und die anderen Priester, die sie taub gekriegt haben, sie wollen nie soll das Volk wählen, wem sie wollen anbeten, und Gott wird sich erwiesen, der wird den Altar, was sie da opfern würden, was dem wird verbrennen, dort wird der wirkliche Gott. All diese Baalspriester, die schrien und die prachen ihren Gott, die wird vier aufschreien, das wird nicht.
weil das Elisa ist dann wartet. Dann kämen die 4 auf und verbrennt den Altar mit alles, was da boven wir. Und hier so war diese Seimaner, sie beten zu ihrer Jata am Halb an ihr Leben, sie entwort Angst an ihr Leben. Und wie kann sein, die Angst, was sie haben, was sie zu ihrer Jata beten deuten. Und Jona, wo wie Jona, er schleibt nach, er schleibt in ihrem Schab. Versagt sich, dann ging der Kapitän rauf und sagte ihm, wo kannst du schlupen? Stu ab und bet ihnen Gott an. Vielleicht denkt er an uns. Doch wir hier nicht alle unjagunen. Die Seimaner einigen sich, dass sie würden ein Last tragen am Utefingen, wer anschuldig für das wir. Und dort Last traf ab Jona. Hier sind 3 nur Vers 6. Der Kapitän sagte ihm, wo kannst du schlupen? Stu und bete den Gott. Als sie das nur wissen, dass nicht, wer Jona sein Gott wird, das ist nicht ganz klar. Aber sie glauben an something, und sie glauben, dass Jona würde an something glauben, die würde an Gott dienen, so er sollte seinen Gott beten. Und dann, was sie deuten, ist, sie tragen ihn los. Und du darfst war dort gebracht, und für einen Tag gebracht, wer ist Schuldner wir für das. Nu hatten sie den Trouble gefangen. War das nicht zu lesen. Dann fingen wir in Vers auf. Bei dem Vers 8 sagte, dann frühen sie an, woran sind wir in diese Gefahr? Wo ist deine Arbeit? Von wo kommst du? Von wo Land und von wo Volk? Sie wollen seine ganze Hintergrund weiten. Wer bist du? Von wo kommst du? Von wo von Land und wo von Volk? Und er sagt, ich sehe ein Hebräer und ich bete dem Herrn an. Der im Himmel Gott ist. Er hat dort Land und dort Meer gemerkt. Er sieht dann auch, dass er von dem Herrn wegrennen da. Dann ängsten die Seimaner sich fürchterlich und sehen, wo kannst du sonst daunen? So, hij sieht, wer hij wir, heeft Talent in den Hintergrund. Und ich glaube nicht, dass sie sind dat Fremde eentje was zijn de Hebräer. Wenn sie wissen, wer die Hebräer wären, weil sie wären Seimaner, sie travelen immer, so die wollen gewusst haben, wer die Hebräer wären. Und dann ist ihre Frau, wo kannst du so tun, wenn du all weißt, wer das Gott ist? Das Gott, wo der Himmel und das Meer gemerkt hat, wo kannst du von ihm wegrennen? Als sie sahen, dass der Sturm bloß euer wird, frühen sie an, was soll wir mit die daunen? Sie wissen, wo der Trouble liegen wird. Die wissen bloß noch nicht, wo soll wir das nicht fixen. Dass das Sturm einmal nur geben wird. Und sie sehen, und er sagt, nehm mich und schmied mich am Meer an. Dann wird dort still worden. Ich weiß, dass das Sturm wegen mir abgehend gekommen ist. So, Jona hat eine Antwort hier. Nee, warum sagt er, soll am im Meer anschmieden? Er weiß dort, er ist weg von Gott. Er weiß gar nicht, was mit ihm wird passieren, wenn sie am Wut anschmieden. So hat er gedacht, dass wenn er am Wut anschmieden, dann wird er durch mit aber dann darf er nicht wiedergehen. Dann darf er nicht nach Nineveh gehen. Wenn wir Kapitel 2 lesen, dann du in seinem Gebet, der hat er tauscht und er hat er ist bei dem Punkt gekommen, wo er läuft, dass er nicht Wort war, Gott in den Tempel sein. So man dort meint er zu sein, dass er läuft nicht, dass er lebendig davon kommt. Ist das sein Ziel, dass er nicht darf predigen? Ich weiß nicht. Wie eine Frau, die ich an mich habe. Aber die Seimaner versagten, danach zu rodeln, um Land zu kommen. Doch der Sturm war bloß immer schlimmer. Und die Seimaner, die wollen gleich Jona sehen, im Wut anschmieden, weil sie wissen, sie können der Wut, die können dort mehr, sie wissen. Und meinen, was wird passieren mit Jona, wenn sie den im Wut anschmieden. Dann beten sie dem Herrn an und sagen, Herr, bestraf uns nicht, wenn wir diesen Mann im Meer schmieden. Bestraf uns nicht.
Lud uns doch nicht verantwortlich sein für ein Tod, den du nicht verdient hast. Du hast mit diesem Sturm doch auch nur dienen wollen gehandelt. Kann wir das sein, wo sie hier eine Gott drehen tun, wo sie sagen, dass du hast mit diesem Sturm doch auch nur dienen wollen gehandelt. So nie wissen diese Seemanner. Sie wissen, mit wem sie die andeuten. Sie wissen, mit wem sie andeuten, was das von Gott wird. Das wird der allmächtige Gott. Du wie keine Frau. Sie wissen auch, dass ihr Leben in Gott seine hängen wird. Das hatten sie nie erfahren. Dann in Vers 15 sagt es, dann nahmen sie Jona und schmeiten ihn in Meer hinein. Und was passiert das nächste? Und das Meer ward still. Wow, das Meer ward still. Bloß Jona im Wut hineingeschmissen und hier ist es alles still. Wo wir Gott durch all diese Zeit, wo der Wind so sehr tauben hat, der Schab, falls ich sie wird verbrechen, diese Männer, die verloren Fracht, was sie mit hatten, sie schmeiten dort im Wut hinein, um sein wiederzukommen. Haben sie graslich angestrengt, um sein nach wiederzukommen. Und die haben sie Jona dann eingeschmitten und ist der Trouble abgeheft vereint. Gott wir mit jeder Stopp. Gott wir mit Jona jeder Stopp von seinem Leben, was er dort durchgekommen hat. Das für Gott ist. Jona der hat einen großen Fehler gemacht. Er hat hier was große Tag geredet, wo er nicht durcharbeiten. Wo die Menschen nicht durcharbeiten. Aber was ist Gott dann? Wo ist Gott, wenn wir wachren? Gott ist Charakter. Gott nimmt die Dinge, wo wir so dran gedreht haben, wo wir so in eine Woche verschwindet haben, gemerkt haben, und er merkt dort rein. Er reinigt dort. Und er merkt, was schmeckt dort. Wo probiert man das zu sein? In Vers 16 sagt er, dann werden die Männer mit einer großen Furcht vor dem Herrn benommen. Und das redet nicht von einer Furcht, wo sie wollen wachrennen von Gott. Wenn man sie wollen, das von einer Furcht wird, sie haben eine Furcht, eine Angst gehabt, wo sie wollen wachrennen von Gott, dann wollen sie nicht das nächste tun haben, was das hier sagt. Und das sagt, sie schlachten ein Tier für ein Opfer und geben dem Herrn ihre Versprechen. So sie geben dem Herrn ihre Versprechen. Wovon versprechen wir dort? Da versprechen wir, dass sie am dienen würden. So, kann es sein, wo Gott die Zeit wahrnimmt, wo Gott die Dinge wahrnimmt, wo Gott die Situationen, wo wir bei sind, wo er die wahrnimmt, um uns nur antragen? Diese Säumaner, sie haben Gott gefunden. Sie beten ihre Jahre an, als sie hier von dort weggefahren werden, even dass sie am Wuter werden. Aber nie haben sie den einzigen, den wirklichen Gott gefunden, und sie beten am an. Gott lässt sich offenbaren zur Ernte. Er lässt sich sein, er lässt sich fangen von Ernte. So, wenn Gott uns geraubt hat, um something down, und wir sind weggerannt von dort, oder wir ran noch einmal, dann würde ich ans Motto sprechen. Doch wir würden den nächsten Part von dieser Bücher lesen. Klingt schon wieder, wo wir nach der Kapitel 2 in Klimbas hier kicken. Aber wir wollen das Buch von Jona durchlesen. In seinem Wort der Jona, Wort der Gott, Wort der dort fällt, und Wort wir nur folgen davon. Ich würde ans Motto sprechen. Buße down. Und ab hier mit dran. Und wir würden frisch zurückkommen und frisch ansehen, checken, was Gott sein Willen für uns ist, und dann dort wieder durchgehen, dort damit schaffen. Dass Gott sein Königreich kann gebiet werden, dass sein Plan kann verfolgt werden, so sicher soll sein, dass Gott sein Plan für uns, der regt viel wieder als bis in das Leben. Und da würde ich ein klein bisschen wollen, auch wegen diesem Coronavirus.
wo immer Gott sein Plan ist für uns, das wird nicht verstehen, das wird redirecting, probably. Das wird uns ein bisschen unterweich wiesen, aber Gott sein Plan, das ändert nicht für uns, was er für uns hat. Weil wir bis drei sind, und dort tun, was er für uns hat. Wir gehen für ihn. Nu werden wir noch ein klein bisschen kijken naar Jonas in Gebet. In Kapitel 2 sagt er, en de Herr schickt einen großen Fisch und der schluckt Jona ab. Jona wir für 3 Tage nach im Fisch bannen und von dort im Fisch bet Jona dem Herrn an. Dem Herrn seinen Gott und sagt, en meine Not, Herr, roep ik die aan, en du gibst mir einen Antwort, als der Tod mich nehmen will, vroeg ik nu help, en du hörst mich. Die schmeißt mich in großes Meer an, en dat veel te diep für mich weer, en de Walen veel te hoog für mich werden. All die Walen fuhren über mich vorbei. Ik meine al, ik durf niet meer voor die komen en dat ik niet verder dienen Herrn Tempel zijn wil. Ik kan mich schier niet wehren. Ik wil bloß te diep bannen. En der Wutterkrieg schlägt sich meinen Kopf. So dit is een part van Jonas in Gebet. En wat deed God? God geeft hem nog een gelegenheid. God checkt den Fisch naar de kant, speelt hem uit. En wat deed Jona dan? Dan ging hij en bracht de boodschap. Nu Nineveh, hierheen, wo hij eerst had zullen gaan. Toen ging hij heen en hij bracht de boodschap daarheen. En wat deden de mensen? De mache König van Nineveh, der ganze Volk, trokken zich Sakenkleider aan en hoopten dat God wordt entraden, dat God wordt niet erstort te vernichten. En hij deed niet. God is een gnädiger God. Wanneer we tot hem komen en we buße doen, dan dat hij is hij gnädig en hij verjaft ons. En hij deed het. Hij deed Nineveh te die tijd. Luther werd de stad vernicht. Maar dan groeit, dan raad hij het. En wat ik met dit wel proberen te brengen is, dat we worden, wanneer we aan doen, dat we worden opgehuwen. En dat we worden werkelijk vertrouwen wat God wel van ons leven hebben. En dan dat doen. Een paar dingen wat we uit dit leren kunnen, 7 dingen wat we uit dit leren kunnen, wil ik wel een klein beetje even gaan. Nummer 1 is, ran van God, dat kan bewijzen dat we betterlich, dat we beter in ons hart hebben, betternis in ons hart en Unvergebenheit in ons hart hebben. Wir können von Gott weichen, aber wir können es nicht verstärken. Gott gibt never up on die oder on me. Er gibt nicht ab an uns. Gott hat den Sturm in uns Leben kommen lassen, damit wir keinen Benefit haben, damit wir keinen Segen durch haben, damit wir keinen Genotten durch haben. Mit den Sturm. Und was wir die Genotten hier so? Das ist ein Mann. Sie fangen den wirklichen Gott und sie beten den an. Da wird der Benefit von dort. Das eine Ding, wo wir mal an denken ist, und das ist Nummer 5, wenn wir von Gott weichen und das ist sehr allmählich, dass andere Menschen wollen dadurch weiterkriegen in ihr Leben. Da fangen wir von Gott weichen. Nummer 6, je länger wir andauern, je größer wird der Sturm. Die allerpieste Wind. En Nummer 7. Unser Sinn kann nicht Gott seine Gnade alle mehr. Wir können nicht Gott seine Gnade wegnehmen, von dem das nicht mehr der hat. So wo immer du dich in dein Leben befindest, denk du an, Gott gibt mehr als eine Chance, eine Gelegenheit, und hat einen Plan von uns. Hat einen Plan für uns alle, und weil wir gehorsam sind. Und weil wir wirklich
ans unser Arm handstellen und verarmen gehen und auf Arbeit sein. Für uns ein Hauptneigung zum Beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade, für deine Liebe, für deine Geduld. Wir danken dir, Herr, für wer du bist und was du getan hast in uns Leben und was du noch tun wirst in uns Leben. Und Herr, ich freue, dass die wahrscheinlich ein Hand gegeben, das hart sein, dass wenn wir ran tun, dass wir wollen ab hier mit ran in Tränen die kicken, wenn wir hier ran tun und noch nicht Buße getan haben, dann bete ich, dass wir wollen Buße tun, dass du wahrscheinlich vergeben dürfen. Und wenn du uns was noch Arbeit abgeben, dann bete ich, Herr, dass du das uns was klar bohren, außer durch dein Wort ist, durch den Bruder, was immer das ist, aber wir wollen wahrlich sein zum Horchen und zum Gehen. Und Herr, ich bete ganz besonders durch diese Zeit, durch diese ganze Zeit, wo wir als Menschen durchgehen, dann mit diesem Corona-Virus, mit dem Covid-19, da will ich vorhin als Leuten grüßen, aber da wir wollen vorsichtig sein, da wir wollen uns Porto zu tun, da wir kein Weich bleiben von dort, und dann nicht uns Dinge deutlich merken in uns Hort, wo uns kann grüßen, wo andere Menschen kann grüßen, wo Menschen kann Ursachen merken. Weil nachher, da wir wollen Hoffnung rüberbringen, da wir wollen Hoffnung predigen, da wir wollen, dass Menschen dort sein können, dass die Plan von uns, der ist verregt viel wieder aus, bloß durch das Leben. Dass du hast einen Plan mit uns in aller Ewigkeit, mit die Taub im Himmel zu sein. Und Herr, ich freue, dass du was dort von der Offenbarung durch verschiedene Wege, wo immer die Menschen reden kannst, wo die Menschen wollen direkt werden dadurch. In Jesu Namen. Amen. Ich muss gleich ein kleines bisschen reinzugehen, wo Jona sein Gebet, wo er sagt, wo der Tem aller Eva arm und er fällt sich so wie war, er fällt sich so wo er nicht reinkommt. Ich weiß ein bisschen von was Jona reden wird, das ist nicht vielleicht 4 Jahre 3, 4,5 Jahre 3, wo ich meine Früh wird wach gefahren und da von jemand waren das vielleicht weiten, aber vielleicht nicht alle, aber meine Früh wird wach gefahren, so ein und sie Kinder mit und ein von ihren Freunden mit einer Marie von dort wir ans Boden. Und auf einmal dann hat ich so eine sehr kluge Idee, dass ich will sein, durch zu schwammen, ganz even riefen, even nach der anderen Kant. Und als ich halb even wird, dann auf einmal war ich an, ich bin meid. Das kam bloß das Stadt und dann wird ich meid, dann kann ich nicht wieder. Und ich ging unja, kam fair. Alle Kinder, die werden über morgen Wuta, 3 Stück von denen, die an die Jungs werden dann noch viel jünger. Wird Calvin, Caleb und Randy Martins. Die kamen mir heran, die wollen ja auch. Und wir hatten dort noch, vorher hat wir von geredet, wer ist der Bodyguard, wer wird hier abpassen? Oder? Wir gehen sicher nicht, das wird auch dann, wenn ich wieder adult tue. Und diese kleinen, nette Jungs, die kommen heran geschwommen, und das hat ich sagen, da wenn ich verkomme, dann sehe ich an Saison 3, sie sollen sein oder Konto kommen. Und so, dann auf einmal, da war ich an, ich wird ganz helpless. Und ich konnte, das ist Jona sein, das. Ich habe mir die Hand gegeben, dass ich nicht nach einmal würde, zurückkommen. Aber die Jungs, die kamen daheim und die nahmen mich, halten mich in Wut rein. Die kleinen Jungs, wo ich soll mir eben noch abpassen. So, ich weiß nicht, wo Jona sich fallen hat, wenn sich so fällt der Lauf, was alle waren. Aber da kann uns dort noch mal im Jährlichen auch gehen. Aber dann war wir, wenn es zu den Jährlichen so gehen, dann sie jährliche Lauf alle war. Da waren wir uns an diese Versen holen, und da will ich ganz zum Segen mitgeben, in 3. Kapitel 8, Vers 38 und 39, jetzt sage ich sehe mich sicher, dort nicht Tod oder dort Leben, nicht Engel oder Gewalten, nicht Gegenwart oder Zukunft, nicht die Welt über uns oder die Welt unter uns oder irgendeine andere Kreatur uns von Gott seiner Liebe scheiden kann, die an Jesus Christus, unserem Herrn, ist. In Jesu Namen. Amen. Möge Gott ihn segnen. Sicher in Jesus seine uns, sicher ganz dich bejahen. Rührt uns seine Leib nu, du findest Himmelsfrei. Mit seinen Nacht
mein Herz in sicherer Hut. Jesus, du stirbst für mich. Sicher habt es in gröten Stein, lehn ich mich holen dich. Hier will ich stellen warten, Gott für mich ist dein Name. Gott und dem goldenen Ufer, Tag und Tag geschehen. Sicher Jesus seine uns, sicher uns dich wie an. Blüht uns seine Leibje, nur bringet Himmelsfrieden. Sicher Jesus seine uns, sicher uns dich wie an.